Herzlich willkommen zum Tutorial von InnoDoc. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man sich registriert. Über den Link portal.innotech-safety.com kann man sich für das neue InnoDoc registrieren. Wichtig ist, auch bestehende InnoDoc-User müssen erneut die Registrierung durchführen. Man kann aber anschließend in der Firmenverwaltung die Daten vom alten in das neue InnoDoc übertragen. Hat man die Registrierung bereits abgeschlossen, kann man direkt über den Button „Zu InnoDoc“ zum neuen InnoDoc wechseln und sich dort anmelden. Eine neue Firma registrieren funktioniert ganz einfach über den gleichnamigen Button. Man kommt dann zum Registrierungsformular, wo die Firmendaten sowie die Benutzerinformationen angegeben werden müssen. Alle Pflichtfelder sind mit einem Stern markiert. Hier vergeben wir unseren Firmennamen. Die Kundennummer ist optional. Das Feld kann also auch freigelassen werden. Dann gibt man die Firmenanschrift ein. Wählen Sie anschließend das richtige Land aus und dann geht es auch schon weiter zu unseren Benutzerinformationen. Hier ist es wichtig, eine gültige E-Mail-Adresse zu vergeben, denn nach dem Registrieren wird ein automatisiertes E-Mail an diese Adresse gesendet, um die Registrierung abzuschließen. Warum ist das wichtig? Das System schickt zukünftig automatisiert Benachrichtigungen aus. Damit InnoTech sicherstellen kann, dass die Benachrichtigungen auch beim richtigen User ankommen, ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich. Anschließend muss man noch ein Passwort vergeben. Hier werden auch unsere Passwortrichtlinien eingeblendet. Das Passwort muss durch erneute Eingabe bestätigt werden. Und der letzte Schritt ist, den Datenschutzrichtlinien bzw. Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Die Dokumente dazu sind hier verlinkt und jederzeit aufrufbar. Seine Zustimmung erteilt man über diese zwei Checkboxen. Abschließend klickt man auf Registrierung abschließen. Das nächste Fenster zeigt dann Registrierung erfolgreich. Hier wird nochmals darauf hingewiesen, dass ein E-Mail an die eingegebene Adresse gesendet wurde. Der Account wird erst aktiv, wenn dieser Link bestätigt wurde. Wurde die E-Mail-Adresse erfolgreich verifiziert, kann man hier über den Button Anmelden direkt zu InnoDoc wechseln und sich mit den gerade eingegebenen Benutzerinformationen anmelden. Sollte man einmal das Passwort vergessen haben, kann man über den Link Passwort vergessen sein Passwort zurücksetzen und ein neues vergeben. Anschließend meldet man sich einfach direkt über den Button Anmelden beim neuen InnoDoc an. Bleiben Sie dran und entdecken Sie im nächsten Kapitel mehr zu InnoDoc.